Hey Pauline, eine Freundin von mir hat Asthma und da habe ich mich gefragt, wie funktioniert das eigentlich mit dem Atmen? Hallo Anemone, das ist eine richtig gute Frage, finde ich. Lass uns doch dafür in die Pharmazieabteilung gehen, da finden wir bestimmt was Passendes. Kommt doch gerne mit! Was brauchen wir denn überhaupt zum Atmen? Na, die Lunge. Ja, ganz richtig. Und da können wir gleich hier links uns mal ein Modell zu anschauen. Wir sind jetzt hier an der Lunge und die ist wichtig dafür, dass unser Blut immer mit Sauerstoff versorgt ist. Und im Umkehrschluss aber auch dafür, dass das Kohlenstoffdioxid, was bei unserem Stoffwechsel entsteht, dass wir das wieder ausatmen können. Also Sauerstoff rein, Kohlendioxid raus. Aber wie kommt der Sauerstoff jetzt in unser Blut? Also, damit wir das besser verstehen können, können wir uns das Modell hier mal ein bisschen genauer anschauen. Du siehst ganz oben die dicke Luftröhre und die verzweigt sich links und rechts in die beiden Lungenflügel hinein. Denn alles das, was gelb ist, gehört zu den Atemwegen. In den Lungenflügeln heißen die Atemwege dann Bronchien. Und diese Bronchien, die werden immer kleiner und feiner und dünner und am Ende bilden sie die Lungenbläschen. Und die Lungenbläschen selber, die sind zwar ganz klitzeklein, aber in der Masse ergeben sie eine riesengroße Oberfläche. So groß wie eine Robbe? Wie eine Robbe? Nee, noch viel größer. Ungefähr so groß wie... Ein Fußballplatz? Nicht ganz so groß wie ein Tennisplatz ungefähr. Wie soll denn ein Tennisplatz in mich reinpassen? Das ist wirklich auch ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Das kannst du dir ungefähr vorstellen wie so eine große Tüte, weißt du, so eine Einkaufstüte. Wenn du die ausbreitest, ist die ja riesig groß. Und wenn ich die zusammenknülle, passt sie ja auch in meine Hand. Wozu braucht meine Lunge denn so eine große Oberfläche? Dafür müssen wir noch mal ein bisschen weiter ausholen und noch mal einen Schritt zurückgehen. Du siehst ja hier neben dem Gelben auch ganz viel Rot und Blau. Das sind die Blutgefäße und die sind überall um die Lungenbläschen verteilt. Und die Hülle dieser Lungenbläschen und der Blutgefäße, die ist super dünn, also unvorstellbar dünn eigentlich. Und das ist so wichtig, damit der Sauerstoff durch die Hülle hindurch in die Lunge wandern kann. Durch die Hülle hindurch? Das muss ja total dünn sein. Ja, das kann man wohl sagen. Und trotzdem geht das alles gar nicht so schnell, wie man eigentlich denken würde, weil überall wird nur ein ganz kleines bisschen Sauerstoff übertragen. Und das wird erst in der Summe dann genug, damit es uns zum Atmen reicht. Und umgekehrt ist es beim Kohlenstoffdioxid. Der muss ja wieder nach draußen. Und bei dem ist es ähnlich. Der geht durch die Hülle hindurch, wieder zurück in die Luft. Aber was passiert, wenn ich jetzt in den Keller gehe, um Sägespäne zu holen und dann ganz viel Staub einatme? Sag mal, Anemone, warum holst du Sägespäne aus dem Keller? Zum Basteln. Ach so, ja dann. Aber selbst dafür ist unsere Lunge ausgestattet. Erinnerst du dich denn noch an die eine Zelle, bei der du gesagt hast, dass sie aussieht wie eine Karotte? Na klar, das ist die Flimmerepithelzelle. Darüber haben wir schon im letzten Video gesprochen. Ganz richtig. Und wenn du jetzt Staub einatmest, zum Beispiel von den Sägespänen, dann verfängt der sich in der Schleimschicht der Atemwege. Und die Aufgabe der Härchen, der Flimmerepithelzelle, ist es dann, diesen Staub wieder nach draußen zu transportieren. Und das Kind, das Asthma hat, das kriegt manchmal nicht richtig Luft. Aber wie passiert denn das? Also bei Asthmatikern ist die Schleimschicht in den Bronchien in der Lunge permanent entzündet. Sie kann anschwellen und produziert viel mehr Schleim, als wir eigentlich bräuchten. Und ich kenne auch ganz viele Asthmatiker. Das ist eine sehr weit verbreitete Krankheit. Tut das weh? Nein, zum Glück nicht, aber man kriegt halt sehr schwer Luft und das liegt daran, dass die Atemwege durch die angeschwollene Schleimhaut viel enger werden und man kann dann zum Beispiel zum Arzt gehen und der kann das Lungenvolumen messen, also du atmest aus und er misst, wie viel du ausgeatmet hast und im Umkehrschluss kann er dann messen, wie viel Luft überhaupt in deine Lunge reinpasst. Wir können uns da drüben mal angucken, wie sich denn das Lungenvolumen von einem normalen Menschen gegenüber einem Asthmatiker verhält. Das ist der gesunde Typi, oder? Der kann ja deutlich mehr einatmen. Das stimmt, und zwar bei jedem Atemzug. Noch schlimmer wird es aber, wenn ein Asthmatiker einen Anfall bekommt, also einen Asthmaanfall. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man gegen etwas allergisch ist oder sich gerade sehr angestrengt hat. Manchmal liegt es aber schlicht und einfach auch nur am Wetter. Und bei so einem Anfall, da verkrampft sich die Muskulatur in den Bronchien. Mist, dann kann man noch schlechter atmen, oder? Ja, leider schon. Und hier rechts siehst du das Lungenvolumen oder wie stark die Lunge arbeiten kann während so einem Asthmaanfall. Also das ist sehr klein leider nur noch.
Das sieht nicht gut aus. Aber was kann man denn gegen Asthma tun? Also während so eines Asthmaanfalls kann ein Asthmatiker ein Notfallmedikament nehmen. Das ist meistens ein Asthmaspray, das kann man inhalieren. Das sollte man auch, wenn man Asthma hat, immer dabei haben. Und das hilft dann einfach, dass der Anfall ein bisschen schneller vorübergeht. Was man auch machen kann, ist, man kann Cortison einnehmen, das kann man auch inhalieren. Und das hilft dann, dass die Schleimhaut einfach wieder schneller abschwillt. Wenn man jetzt aber zum Beispiel eine Allergie hat und deswegen Asthma, dann versucht man immer erstmal die Allergie zu behandeln und guckt dann, ob daraufhin dann auch das Asthma weggeht. Gut, dass es sowas gibt. Ja, das finde ich auch. Es hilft den Betroffenen nämlich, dass in der Situation dieses enge Gefühl wieder geht, weißt du, dass sie einfach wieder besser atmen können und mehr Luft bekommen. So ähnliche extreme Situationen gibt es aber zum Beispiel auch beim Herzen. Wollen wir uns das mal anschauen? Ja, gehen wir einfach ein Stück rüber. Also, wir haben ja eben schon über das Herz gesprochen und hier können wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, das Herz. Hier sind jetzt aber nur die Gefäße aufgezeigt und weil diese Gefäße so ein bisschen aussehen wie ein Kranz, nennt man die auch Herzkranzgefäße. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, dass sich solche Gefäße, wie auch bei der Lunge, ja verengen können. Und bei dem Herz liegt es daran, dass da so Ablagerungen in den Gefäßen bleiben. Das siehst du hier unten oder auch da hinter mir. Und genau, und die verstopfen dann eben diese Gefäße. Und was passiert dann, wenn die verstopft werden? Ja, also wenn das sich sehr verengt und sehr verstopft, dann kann es zu einem Herzinfarkt kommen. Und das ist sehr gefährlich, weil wenn man das nicht früh genug erkennt und behandelt, dann kann man daran sogar sterben. Kann das bei jedem Menschen passieren, egal wie alt er ist? Ja, also häufiger passiert das bei älteren Menschen. Aber das Risiko eines Herzinfarktes wird vor allem dadurch erhöht, wenn man zum Beispiel sehr viel Stress hat oder wenn man übergewichtig ist und sich wenig bewegt und sich ungesund ernährt. Und dadurch steigt der Blutdruck und die Schlagfähigkeit des Herzens wird geringer. Und bei regelmäßigem Sport und gesunder Ernährung ist zumindest das Risiko eines Herzinfarktes um einiges geringer. Ha! Ich turne und ich reite. Das Risiko ist schon mal gering. Das stimmt, da bist du schon mal auf einem guten Weg. Ganz sicher kann man sich natürlich nicht sein, aber mit solchen Aktivitäten ist das Risiko schon sehr gering. Und was macht man, wenn man einen Herzinfarkt hat und damit ins Krankenhaus kommt? Also als allererstes wird dem Patienten ein blutverdünnendes Mittel gegeben. Und um diese verengte Stelle, also das verengte Gefäß dann aber dauerhaft öffnen zu können, muss man eine Art Metallstück einsetzen. Und dafür benutzt man einen Ballonkatheter, so heißt es. Und manchmal reicht es schon, wenn man den dafür benutzt, das Gefäß einfach ein bisschen zu weiten und wieder ein bisschen größer zu machen. Ist das dieses Metall? Ja, genau. Sieht ein bisschen aus wie ein Drahtnetz. Stimmt, ja. Man nennt es Stand. Und das hier ist natürlich eine Vergrößerung. Also in echt wäre es viel, viel kleiner. So kann man gar nicht mit dem Finger anzeigen. Das wird dann ganz schmal in die Ader eingeführt und an der betroffenen Stelle wird es dann aufgespreizt und dann ist die Ader wieder offen. Das ist irgendwie eklig, aber auch ziemlich cool. Ich finde, das ist wirklich ziemlich cool, ja. Das Problem ist nur, also das Problem ist damit nicht gelöst und man muss meistens lebenslang noch Medikamente nehmen, damit man einen Herzinfarkt an einer anderen Stelle verhindern kann. Und ganz oft ist es auch so, dass das Herz einfach nie wieder so leistungsfähig wird wie vorher. Das kenne ich. Mein Opa hat schon seit vielen Jahren so Medikamente genommen. Er hat auch einen Stand und nimmt immer beim Frühstück Medikamente dagegen. Aber ich hoffe, es geht ihm gut damit. Ja. Das freut mich. Habe ich denn jetzt alle deine Fragen zu Herz und Lunge und wie das mit dem Atmen funktioniert beantworten können? Ja, das war sehr interessant. Wenn ihr das auch interessant findet, dann kommt doch einfach selber mal in der Pharmazieabteilung vorbei. Da gibt es bestimmt noch das ein oder andere Spannende zu entdecken. Und wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr die natürlich gerne in den Kommentaren stellen. Oder ihr schaut einfach die nächste Folge von unserem M-Vlog an. Ja, gute Idee. Und bis dahin, macht's gut und vor allem bleibt neugierig.